Derek Hamilton, oder für viele eher unter dem Namen Clarence Callahan aka Razor bekannt, hat über Need for Speed gesprochen und scheint sogar von EA eingeladen worden zu sein zu einem Thema, wo es darum geht, dass alte Charaktere in Need for Speed zurückkehren könnten. Neulich habe ich erst ein Video rausgehauen, wo es darum ging, ob die Missionen in Need for Speed Unbound, wo man den M3 GTR klaut quasi und ausliefert, ein Hinweis auf ein mögliches Remake von Most Wanted ist oder sogar für eine Fortsetzung der Story an sich spricht. Die meisten, die das ganze Thema verfolgen, kennen ja schon den Post von Simone Bailey. Und jetzt haben wir hier auch noch was von Razor, das ist wohl auch schon ein bisschen älter, aber ja, da gehen wir jetzt gleich mal genauer drauf ein. Auf jeden Fall ging es darum, dass Electronic Arts ihn eingeladen hat und es ging halt ums Thema Rückkehr von alten Charakteren zu der Need for Speed Reihe, insbesondere auch Most Wanted. Und ja, Electronic Arts hätte da irgendwie Interesse dran, das noch weiter zu verfolgen, aber genaueres ist da jetzt noch nicht bekannt. Aber Razor bzw. halt Derek Hamilton hat selbst darüber gepostet und Folgendes geschrieben: Ich bekomme so viele coole Fanarts und so viele Fragen zu Razor geschickt und ob er wieder zu Need for Speed zurückkehrt. Also muss ich zuerst diese Stücke von Pietro und Donzelli teilen, also dieses Fanart ist von Pietro und ich habe so viele Leute bekommen, also das ist ja mit Google-Übersetzer irgendwie total Schaden. Ich habe so viele Leute da bekommen, so viel Post wahrscheinlich bekommen, die mir dafür danken, dass ich Teil ihrer Kindheit war. Wirklich glücklich dabei gewesen zu sein. Was Razors Rückkehr betrifft, hat mir ein Kontakt bei EA gesagt, dass es interessiert ist, also EA ist daran interessiert, Most Wanted Charaktere zurückzubringen, wenn es das ist, was die Fans von Need for Speed wollen. In der Hinsicht, macht weiter so, markiert weiter und so weiter. Also im Grunde, ja, was will er damit sagen? Ja, also die wollen, er sagt halt, pusht weiter, ne, dass wir halt mehr pushen, dass EA wirklich sieht, ja, wir wollen das wieder und so weiter. Wenn es Razor oder Cross oder Ronnie oder einer der anderen Charaktere ist, egal wen, pusht das einfach. Und es ist egal, ich möchte nur, dass die Leute beziehungsweise die Fans glücklich sind. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, er selbst ist auch sehr interessiert daran. Er würde also auf jeden Fall zurückkehren für uns. Es liegt also nur an EA und das gleiche kennen wir auch von Cross und anderen Schauspielern. Ja, aber jetzt ist das Problem, was ich jetzt vorgelesen habe, ist 169 Wochen alt. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Jetzt gibt es aber nochmal einen anderen Post mit demselben Inhalt fast, aber da schreibt er noch ein bisschen: I had someone contact me last week from EA. Also ihn hat jemand kontaktiert. Not sure if this news is out yet. If not, oops. Also ne, er ist nicht sicher, ob es diese News schon gibt, aber ja, ihm hat anscheinend jemand kontaktiert von EA. Und da steht vor 19 Stunden, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt das ist. Da hat sich halt auch nicht mehr rausfinden lassen. Aber wenn dieser Post kein Fake ist und es einfach nur eine bearbeitete Version war, wo er vielleicht wieder Infos rausnehmen musste. Wir wissen ja, Simone Bailey musste ihren kompletten Post ja auch löschen und er hat ihn vielleicht einfach auch nur bearbeitet und geupdatet. Wäre es interessant. Auf jeden Fall, Need for Speed is moving to the UK from Gothenburg oder was and Ghost Games. It will be retooled. They also said there is interest in bringing back some of the older characters. Das ist halt dann der Inhalt vom letzten Post. Der andere Inhalt ist halt interessant hier. Das, ups, falls es diese Info noch nicht gibt. Da hat er quasi ein bisschen rumgespoilert und das ist verschwunden mal wieder. Das ist das Interessante daran, weil EA will natürlich verhindern, wenn da wirklich was im Busch ist, dass da zu früh die News gemacht werden, weil je früher du da was raussaust, desto größer ist am Ende die Erwartungshaltung der Fans, ist klar. Das ist sowieso sehr groß, wenn da was kommt, aber ist schon sehr interessant, dass das jetzt auch von ihm kommt, aber all das ist halt mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, der Originalpost ist von 2020, wurde dann irgendwann nochmal bearbeitet, auch auf einer Newsseite, wo ich nochmal nachgeschaut habe, wurde zuletzt im Juli 23 etwas verändert dazu und da stellt sich jetzt die Frage, wie verhält sich das, ne? Wie hat sich der Post geändert? Ich denke mal, wie gesagt, dieser kleine Spoiler, dass er kontaktiert wurde, hat er dann wahrscheinlich entfernt und daraus einfach nur so einen kleinen, ja, sag ich mal, so eine kleine Message an die Fans gemacht.
wie wir gerade gesehen haben, dass wir das Ganze pushen sollen und so weiter und so fort. Also einen direkten Hinweis auf ein Remake wurde da mal wieder quasi vertuscht im Nachhinein. Genauso wie Simone Baileys Post halt gelöscht wurde. Auch der Schauspieler von Cross hatte ja mal irgendwann dazu was gesagt, aber das ist auch relativ schnell verschwunden. Trotzdem finde ich das Ganze insgesamt ziemlich interessant, weil das ja schon viele Zufälle wären, wenn da auf einmal die Schauspieler alle wieder irgendwas erzählen von Need for Speed, von einer Rückkehr oder von wegen Release 2024 und so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich an einem Most Wanted gearbeitet wird, sei es jetzt ein Remake oder eine Fortsetzung der Story, wächst, aber ist wie gesagt trotzdem nicht bestätigt. Also es gibt keine offizielle Meldung. Jetzt verhält sich im Grunde genau wie mit GTA 6. Ich meine, bei GTA 6 wissen wir, dass es kommen wird, aber alles, was an Informationen durchkommt, sind ja irgendwelche Scheinleaks und tonnenweise Fake-Informationen von diesen ganzen Spiele-Websites, die wir auch in Deutschland haben. Die lügen sich da ein zusammen. Und ja, das sind natürlich jetzt Sachen, die waren halt da, wurden aber gelöscht. Das ging ja auch komplett durchs Internet, der Post von Simone Bailey zum Beispiel und so weiter. Und da ist mal abzuwarten, weil eins ist ja klar, das hatte ich im letzten Video schon erwähnt, EA muss halt jetzt gucken, wie sie weitermachen. Und ja, die alte Story, die sorgt halt dafür, vielleicht, dass da endlich mal wieder ein Hype um Need for Speed entsteht, weil die haben halt diese Reputation, die Schauspieler. Die Spiele wurden auch an sich damals so gehypt und es wäre halt keine schlechte Entscheidung, sich wieder auf diesen Weg zu begeben und zu versuchen, wie ich es auch schon 100-mal in Videos gesagt habe, einfach wieder ein bisschen was von früher mit einzufangen. Wichtig natürlich, haben wir auch schon drüber geredet, ist die Umsetzung am Ende. Die Story kann noch so cool sein und so weiter, aber wenn sich das Spiel nicht gut spielt, dann ja, wird es am Ende auch wieder nichts. Natürlich ist das nicht leicht, wir alle wissen, heute die Need for Speeds liefen zuletzt alle auf der Frostbite Engine und das funktioniert ja so ziemlich gar nicht, was die Fahrphysik angeht. Damals war es halt anders, da hatte jedes Spiel so seine eigene spezifische Engine, ne, die unterscheidet sich ja extrem von der, die wir da heute haben mit Frostbite und ja, ist allgemein ein sehr schweres Thema, so ein Remaster, Remake und einfach auf diese Qualität wieder zu kommen von damals, weil sobald sich Most Wanted komplett anders anfühlt oder so spielt wie Unbound und so weiter, dann werden die Leute es trotzdem hassen. Und vielleicht noch ein kleiner Funfact für Leute, die es nicht wissen, viele preisen ja immer Blackbox in die Höhe, aber Blackbox allein war gar nicht dafür verantwortlich, dass sich die Most Wanted zum Beispiel damals so gut gespielt hat. Die haben sich nämlich mit dem Team von James Bond zusammengeschlossen. Die Entwickler, die James Bond gemacht haben, haben sich auch um die Physik von Most Wanted teilweise gekümmert. Das sollte man vielleicht auch mal bedenken. Und natürlich gibt es diese alten Teams wahrscheinlich nicht mehr in der Zusammenstellung wie damals. Und damals war natürlich auch das Coding ganz anders. Jetzt setzen wir heute jemanden dahin, der mit dem alten Code oder Coding nichts am Hut hatte, der keine Ahnung hat, wie die Engine funktioniert, wie das alles abläuft. Das ist natürlich schwer, dahinter zu kommen und das alles zu machen, ne? Deswegen, die müssen das im Grunde fast neu machen und müssen dabei wirklich darauf achten, dass es sich am Ende so anfühlt. Also es ist wirklich schwer, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Deswegen ist das auch für EA wahrscheinlich, wenn sie daran arbeiten, eine extrem schwitzige Angelegenheit. Aber gut, ist jetzt aber auch schon wieder ein anderes Thema mit der Engine. Hier geht es ja mehr um den Leak, ne, und die Infos, die wir da durch Razer und so weiter hatten. Potenziell gesehen könnte ja jetzt auch im Dezember bei diesen Game Awards, so was da stattfindet, auch ein Trailer vielleicht von Need for Speed kommen für nächstes Jahr oder so. Vielleicht kündigen sie da irgendwas an. Ne, man munkelt ja auch, dass GTA da vorgestellt wird. Das könnte also eine richtig heftige Show werden. Müssen wir mal schauen. Und ja, klar ist halt am Ende trotzdem, die Schauspieler selbst haben auf jeden Fall Bock. Das haben sie auch teilweise alle selber gesagt. Viele von denen zumindest. Come on. If I come back, I'm taking all your cars. Everybody. Every single one. That's what's happening if I come back. Oh my God. Everyone. Yeah, come back. Die eine Frage, die sich jetzt halt noch stellt, ist, wenn der Post ja schon ein bisschen älter ist, wie gesagt, wann der bearbeitet wurde, weiß ich nicht, keine Ahnung, lässt sich schwer nachverfolgen, aber ja, ist es überhaupt denn noch möglich, dass das noch aktuell ist, diese Gedanken, wenn das richtig ist, dass EA da wirklich Interesse dran hat? Ja klar, warum nicht? Klar, die Jahre sind jetzt eingezogen und wir haben nichts darüber gehört oder gesehen, aber eine Planung fängt ja auch schon viel früher an als die eigentliche Entwicklung des Spiels und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Posts stattgefunden haben, wird Unbound auch schon in Entwicklung gewesen sein, weil, ne, es kam ja 22 raus und dazwischen gab es ja auch viele Probleme. Es war diese, ne, ihr wisst schon, C-Kacke da, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Und Unbound an sich hat ja wahrscheinlich auch Probleme gemacht, weil es ja von Ghost Games quasi wahrscheinlich angefangen wurde und Criterion hat dann übernommen und dann mussten die auf einmal bei Battlefield aussehen. Also da war ja ganz viel Chaos in der ganzen Entwicklungsphase von Unbound, was wahrscheinlich dann auch einer der Gründe dafür ist, dass es aussieht und ist, wie es ist. Und das so ein Most Wanted Projekt, wo da natürlich viel mehr ja, Herzblut, sag ich mal, reingesteckt werden muss, weil das auf gar keinen Fall nach hinten losgehen darf, natürlich immer weiter nach hinten gerückt ist. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass daran gearbeitet wird oder noch was in Planung ist, ist halt da. Aber wie ich schon bereits erwähnte, noch ist es nicht offiziell bestätigt. Kann auch sein, dass wir dann trotzdem nichts bekommen werden und die Posts alle, ja, keine Ahnung, warum die gemacht wurden von den alten Schauspielern und so weiter. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe da für euch auf jeden Fall ein wachsames Auge drauf. Und ja, falls ihr da mal irgendwas seht oder mitbekommt, was euch fragen lässt, das ist aber verdächtig oder ne, irgendwas in diese Richtung, schreibt mir gerne in die Kommentare oder kommt auf meinen Discord und haut da einen raus, irgendeine Nachricht darüber oder ne, irgendwie, gebt mir einfach irgendwie Bescheid und dann schauen wir da mal drauf. Und ja, natürlich wünschen wir uns alle, dass sowas in die Richtung passiert mit den allen Schauspielern und so weiter und so fort. Ne, klar, Bedenken hat man immer, ne, die Angst, dass es floppt, gameplay-technisch ist da und die ist berechtigt. Aber ja, warten wir mal ab. Vielleicht schafft es Need for Speed ja dann doch endlich wieder auf die Beine zu kommen. Aber ja, ich kann absolut nachvollziehen, wenn da einer sehr kritisch gegenüber diesem Thema ist und da absolut kein Glaube dran verschwenden kann. Ne, nach allem, was passiert ist mit Need for Speed, absolut nachvollziehbar, aber ja, mehr als hoffen kann man nicht. Es einfach nur verteufeln bringt am Ende auch nichts. Ich hoffe da lieber auf was Gutes und ja, hab dann gute Laune, wenn ich dran denke, wie es sein könnte, wenn da wirklich was kommt, was einfach nur bombastisch ist von der Qualität her. Aber naja, lasst ein Like da, abonnieren, nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Besucht mich auch gerne mal auf Twitch, Links in der Beschreibung. Und vielen Dank für den ganzen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Yeah, come back. Yeah. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein.